Hi, ich bin Deng. Ich betreibe das Panda-Nudel in Kreuzberg, mitten in Berlin. Hier kochen wir für euch unter anderem thailändische Gerichte meiner Familie. Dazu verwenden wir ziemlich viele Zutaten aus Ostasien. Deswegen frage ich mich, ist mein Essen klimaschädlich? Oder ist es okay, weil es eben das Essen meiner Heimat ist, ein Teil meiner Kultur? Wir wissen ja mittlerweile alle, dass es klimamäßig nicht so nice ist, sich Sachen von weit her einfliegen zu lassen. Thailands Küsten sind von der Klimakrise schon total stark von Überschwemmungen betroffen. 11 Millionen Menschen könnten dort bis 2050 ihr Zuhause verlieren. Damit ich das Essen meiner Heimat hier so kochen und essen kann, wie ich möchte, trage ich dazu bei, dass die Menschen in meiner Heimat, in Thailand, bald heimatlos sein könnten. Als ich 4 war, bin ich mit meiner Mutter aus Thailand in die hessische Provinz gezogen. Asiatische Zutaten gab es damals dort gar keine. Und trotzdem hat es meine Mutter irgendwie immer geschafft, das beste thailändische Essen zu zaubern. In unserer Küche saßen ganz oft Mamas thailändische Freundinnen aus den Nachbardörfern. Zusammen haben sie gekocht und gegessen. Für mich und für uns bedeutet Essen Heimat, Zuhause. Heute zeige ich euch, wie man eine thailändische Tom Kha Het kocht. Das ist eine würzige Kokossuppe aus Galangal, Zitronengras und Pilzen. Und dann schauen wir mal, wie klimafreundlich die Suppe ist. Zum Essen habe ich heute meine Freundin Ann-Kathrin eingeladen. Sie kann uns total viel zum Zusammenhang von Essen und Klima erklären. Willkommen, willkommen. Danke, danke. Sag mal, Ann-Kathrin, was ist dein Lieblingsessen? Oh, ich liebe Suppen und als Norddeutsche esse ich total gerne Grünkohl. Das gehört für mich zum Winter einfach dazu. Ich mache dir eine vegane Suppe. Super. Für meine Tom Kha Het Suppe habe ich Pilze, Limetten und Schalotten aus der Markthalle aus regionalem Anbau besorgt. Für alle Zutaten dort habe ich 24,50 € bezahlt. In der Markthalle gab es aber nicht alles, was ich für die Suppe brauche. Und ich musste noch mal in den Asialaden und musste dort Zitronengras, Galangal und Limettenblätter kaufen. Dafür habe ich noch mal 4,60 € bezahlt. Hätte ich alles im Asialaden gekauft, hätte ich nur die Hälfte zahlen müssen. Sag mal, Ann-Kathrin, wie kann es sein, dass Produkte aus regionalem Anbau teurer sind als Produkte, die um die halbe Welt eingeflogen wurden? Der Preisunterschied liegt in erster Linie bei den Lohnkosten. Etwa 2/3 der Lebensmittel in Deutschland werden importiert, 1/3 davon zum Beispiel aus Spanien. Und dort liegt der Mindestlohn bei 5,76 € in der Stunde, während er bei uns 9,50 € ist. Also bedeutet das saisonal besser ist als regional? Das kann man nicht so pauschal sagen. Zum Beispiel eine Tomate, die hier in Deutschland im Freilandanbau angebaut wurde, erzeugt in etwa 35 Gramm CO2-Emissionen pro Kilo Tomate, während eine Tomate, die aus Spanien angefahren wird, im Durchschnitt 600 Gramm CO2 erzeugt. Und wenn man aber im Winter eine Tomate essen möchte, dann ist die deutsche Tomate aus dem beheizten Gewächshaus mit 9.300 Gramm CO2 deutlich klimaschädlicher. Um klimaneutral leben zu können, muss ich dann auf asiatische Produkte verzichten? Verzichten nicht, aber man muss vielleicht ein bisschen improvisieren. Also während zum Beispiel Ananas, Papaya oder Mango häufig eingeflogen wird und deswegen einen sehr großen CO2-Fußabdruck hat, gibt es andere Produkte, mit denen man auch den asiatischen Geschmack erzeugen kann, wie zum Beispiel Gewürze oder Kräuter, die getrocknet werden können und dann mit dem Schiff hierher gefahren werden und deswegen einen deutlich niedrigen CO2-Fußabdruck haben, aber den tollen asiatischen Geschmack erzeugen. Wie kann ich denn rausfinden, wie viel CO2 ein Gericht überhaupt verbraucht? Für dich als Gastronomin gibt es eine ganz tolle App, den sogenannten Klimateller. Dort kannst du die Zutaten deiner Gerichte eingeben, wo sie herkommen und wie sie verpackt wurden. Und dann rechnet er dir aus, wie viel CO2 das Gericht erzeugt hat. Wollen wir mal nach der Suppe schauen, wie viel die verbrauchen? Gerne. Wir haben hier alle Zutaten einmal eingegeben und können sehen, dass eine Portion 808 Gramm CO2 erzeugt. Zum Vergleich haben wir auch einfach einmal die Currywurst mit Pommes eingetragen und die ist mit 1700 Gramm CO2-Äquivalenten deutlich klimaschädlicher. Das liegt in erster Linie an dem Fleisch, denn auch wenn wir hier ein paar Produkte aus der Konserve oder aus Asien importiert mit dabei hatten, ist vegan fast immer klimafreundlicher.
Die Zutaten aus der Markthalle für diese Suppe haben 7,50 Euro pro Portion gekostet. Normalerweise kostet so eine Suppe in einem Restaurant 8,50 Euro. Wenn ich diese Suppe jetzt aus rein regionalen Bioprodukten kochen würde, müsste ich im Restaurant mindestens 12, 13 Euro dafür verlangen. Ich glaube aber nicht, dass Gäste dazu bereit sind, dafür so viel Geld zu bezahlen. Das Ziel sollte nicht sein, die regionalen Lebensmittel noch viel, viel billiger zu machen, sondern eher die Klimafolgekosten von den Lebensmitteln, die von ganz weit hergefahren wurden, mit einzupreisen, damit die Differenz sinkt und du dann nicht mehr unter so einem Konkurrenzdruck stehst. Also, es geht irgendwie. Ich kann klimafreundlicher kochen, auch wenn ich asiatische Gerichte in Deutschland koche. Die Zutaten sollten saisonal sein. Aber wenn ich die Sojasauce aus dem Bioladen dazu verwende, wird es schon um einiges teurer. Wie ist es bei euch? Wie viel würdet ihr bezahlen, um klimagerechter essen zu können? Lasst es mir doch in den Kommentaren. Das Rezept zu dieser Folge findet ihr auf unserer Website. Und nächste Woche treffen wir meine Freundin Kavita und die erzählt mir alles über die indische Küche in Berlin. Abonniert den Kanal.